Vielleicht kennt ihr dieses Gericht nicht, aber nach einem Bissen werdet ihr immer mehr wollen. Pad Krapau ist die perfekte Kombi aus Chili, Knoblauch und dem Aroma von Thai-Basilikum. Hackfleisch in einer intensiven, umami-reichen Soße und obendrauf ein Spiegelei sorgen für eine Geschmacksexplosion, die süchtig macht. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Ganz ehrlich, geschmacksintensive Rezepte brauchen nicht immer eine ellenlange Zutatenliste. Bei Pad Krapau ist die unschlagbare Kombi Knoblauch, Chili und Thai-Basilikum und die anderen Zutaten sind Standard, wenn ihr die asiatische Küche genauso liebt wie wir. Die Zutatenliste ist ziemlich überschaubar, also super für ein schnelles Abendessen. Für 4 Personen nehmen wir Hackfleisch, das wir ein wenig mit Bohnen strecken. Ihr könnt es aber auch easy als vegetarische Version kochen mit leicht zerbröseltem Tofu. Außerdem brauchen wir ein paar asiatische Soßen, die bei uns zur Grundausstattung gehören. Dunkle Sojasauce dürften die meisten von euch im Haus haben. Fischsoße ist ein Basic für alle Fans thailändischer Küche. Und Austernsoße sorgt für süßlichen Umami-Geschmack. Als vegetarische Alternativen könnt ihr Tamari statt Fischsoße und süße Soja statt Austernsoße nehmen. Pad Krapau zeigt, wie die Thailänder einfache, aber richtig geschmackvolle Gerichte im Nu zubereiten können. Einige sagen sogar, dass Pad Krapau das Nationalgericht Thailands sei und nicht etwa Pad Thai. Ich kann nur sagen, dass ich es fast täglich in Thailand bestellt habe, weil es einfach so lecker ist. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen eintönig, aber ganz ehrlich, wenn man es einmal gegessen hat, will man diesen Geschmack immer wieder leben. Deshalb wollte ich es unbedingt auch zu Hause kochen. Ich kloppe das jetzt in der Hand, weil es ist Sonntag und wir wollen unsere Nachbarn unten nicht zu sehr nerven. Übrigens, es gibt nicht wirklich eine Obergrenze für Chilis in diesem Rezept, also go nuts, macht so viele rein, wie ihr mögt. Ich weiß, ich habe gesagt, das ist ein schnelles Rezept, das ist natürlich nicht der Fall, wenn ihr eure eigene Paste stampft, aber ihr könnt Chili und Knoblauch stattdessen auch einfach fein hacken oder in eure Gewürzmühle geben. Am Ende sollte eure Paste ungefähr diese Konsistenz haben und jetzt kommen wir zur namensgebenden Zutat dieses Gerichts. Der Basilikum spielt eine zentrale Rolle bei diesem Gericht, deswegen gibt es jetzt erstmal nur kurze Warnkunde, denn es gibt 3 verschiedene Arten von Basilikum in der thailändischen Küche. Zum einen den kampferartigen Basilikum, auch Maeng Klak genannt, der hat eher ein zitrusartiges Aroma. Dann den Thai Sweet Basil, auch Hodapa genannt auf Thailändisch, der schmeckt lakritzartig süßlich. Und dann gibt es den sogenannten Holy Basil, auch Krapau oder bei uns in Indien Tulsi genannt. Der ist die perfekte Wahl für dieses Gericht mit seinem pfefferartigen Nelkenaroma, wie der Name schon verrät. Interessanter Sidefact, den ich so selbst nicht wusste: Anscheinend kommt die Basilikumpflanze ursprünglich aus Indien und tatsächlich ist Tulsi, also der Holy Basil, auch eine heilige Pflanze für die Hindus. Wir sollten eigentlich auch so eine zu Hause haben, aber irgendwie kriege ich die in den Asiengeschäften nicht. Deswegen greifen wir auch gerne auf den Thai Sweet Basil zurück. Der schmeckt auch hervorragend. Ihr erkennt den Unterschied zwischen Thai Sweet Basil und Holy Basil vor allem an den Blättern. Die vom Thai Sweet Basil sind eher glatt am Rand und die vom Holy Basil eher gezackt. Wenn ihr auch das nicht kriegt, könnt ihr auch den guten alten italienischen Basilikum nehmen. Hier in dem Gericht ist so viel Knoblauch und Chili drin, das schmeckt auch so gut. Und wir können uns auch gleich noch mit ein paar zusätzlichen Gewürzen helfen. Wenn ihr die thailändische Küche genauso gerne esst und kocht wie wir, dann haben wir für euch eine Playlist erstellt mit den beliebtesten Restaurantklassikern, also Abo nicht vergessen. Erhitzt etwas Öl in einer Pfanne auf hoher Stufe. Bratet zuerst etwa 1/3 des Hackfleischs darin an, bis die Fleischsäfte vollständig verdampft sind und das Fleisch eine leichte Bräunung und Röstaromen erhält. Das sorgt später im Gericht für eine weitere Geschmacks- und Texturkomponente. Falls nötig, gebt etwas mehr Öl und dann die Chili-Knoblauchpaste dazu. Bratet alles an, bis sich ein aromatischer Duft in eurer Küche entfaltet. In dem Moment wird euch schon garantiert das Wasser im Mund zusammenlaufen. Jetzt kommen die Bohnen und das restliche Hackfleisch in die Pfanne. Die Bohnen sind unsere Ergänzung, um das Pad Krapau ein wenig zu strecken. Außerdem geben sie dem Gericht noch mehr Farbe und Biss. Bratet alles weiter, bis es vollständig durchgegart ist. Ein bisschen Saft darf ruhig übrig bleiben, das ist dann ein wenig Soße für den Reis, der auch schon fertig ist. Und keine Sorge, lange müsst ihr nicht mehr aufs Essen warten. Verfeinert das Gericht mit Austernsoße, Fischsoße, Sojasauce und einer Prise Zucker. Die Soßen enthalten schon Salz, schmeckt deshalb ab, ob ihr es noch nachsalzen müsst. Wenn ihr statt Holy Basil eine andere Basilikumsorte genommen habt, könnt ihr noch ein wenig Nelkenpulver unterheben, um sein Aroma nachzuahmen.
Mischt schließlich die geschnittenen roten Chili und die gezupften Basilikumblätter unter. Die kommen ganz zum Schluss dazu, so schmeckt ihr Aroma noch mehr hervor. Ihr habt gesehen, wie schnell ihr das selbst zubereiten könnt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir solche Gerichte kaum noch auswärts essen. Wenn wir auswärts essen gehen, dann entweder Sachen, die wir so selbst nicht kennen und nicht kochen können, oder wo uns der Aufwand einfach zu groß ist. Hier, dieses Pad Kapau kostet in München bei uns mit der Tofu-Variante ungefähr 15 €, in der Fleischvariante zwischen 18 und 20 €. Da ist die selbstgemachte deutlich günstiger, selbst wenn ihr Biozutaten nehmt. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, wie macht ihr das, wenn ihr essen geht? Geht ihr generell einfach gerne essen? Geht ihr nur bestimmte Sachen essen? Würde uns sehr interessieren, schreibt es uns in die Kommentare. Ich setze jetzt noch schnell eine kleine Pfanne auf für die Spiegeleier. Ihr nehmt mit der gesamten Mahlzeit inklusive Reis pro Person etwas mehr als 35 Gramm Protein zu euch, für mich perfekt nach dem Sport. Mit Tofu seid ihr bei etwa 20 Gramm Protein dabei, manchmal mischen wir auch beides. Das Rezept ist also super an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Wir richten unseren Teller an mit Reis, dem feurig-würzigen Stir-Fry und krönen das Ganze mit dem Spiegelei. Noch etwas Pricknampla an die Seite für den extra Pep. Ich brauche das nur nicht und mir knurrt der Magen, Leute. Schaut euch das mal an. Allein kommen hier Hackfleisch und Spiegelei und macht mich schon total hungrig. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Dann kannst du gar nicht mit aufhören. Ich verspreche euch, wenn ihr einen Löffel gegessen habt, wird das euer neues Lieblingsgericht sein. Probiert es auf jeden Fall mal zu Hause aus und schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.